Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin der Felix, Azubi in der Notebook-Werkstatt bei EPC Computer und heute zeige ich euch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr eine interne SSD mit einem Adapter auf eine externe SSD klonen könnt. Nun zu der Frage, warum es Sinn machen kann, die aktuell verwendete Festplatte auf eine zweite oder neue Festplatte eben zu überspielen oder zu migrieren. Der erste Grund wäre zum Beispiel eine schnellere Festplatte zu verwenden, wie eine NVMe SSD oder allgemein einfach Performancegründe. Der zweite Grund wäre zum Beispiel bei einer defekten Festplatte, was öfters bei einer HDD passiert, so viele Daten wie nur möglich auf eine neue Festplatte zu retten. Jetzt zeige ich in diesem Video eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und alle benötigten Artikel für diese Anleitung findet ihr bei uns im Shop und verlinkt in der Videobeschreibung. Nun, wenn ihr euch zum Klonen der Festplatte entschieden habt, dann entsteht jetzt die erste wichtige Frage: Benötigt ihr einen Adapter? Wenn zum Beispiel das Notebook nur einen Steckplatz hat, dann benötigt man einen externen Adapter, um eine zweite SSD oder Festplatte an sich anzuschließen. In unserem Fall sieht man an diesem Notebook, dass wir nur einen Steckplatz haben. Wir benötigen zum Klonen dann eben einen Adapter, den wir dann extern anschließen können, um die Festplatte dann zu klonen. Falls Ihr Notebook einen zweiten Steckplatz hat, zum Beispiel direkt nebendran, könnte man hier die Festplatte dann direkt anschließen und sofort mit dem Klonvorgang starten. Klonvorgänge von HDD auf SSD sind zum Beispiel auch möglich, falls zum Beispiel Ihr Notebook nur einen, wie jetzt hier M2 Steckplatz hat und eventuell dann einen zweiten 2,5 Zoll Steckplatz hat für eventuell eine HDD, wäre es auch möglich, dass man dann von dem M2 Steckplatz auf die HDD klonen kann, hier dann die neue M2 einbauen kann und dann von der HDD erneut auf die SSD klonen kann. Ein wichtiger Fakt, der auch zu bedenken ist bei dem Klonvorgang, wie wir ihn in diesem Video zeigen, ist, dass die Daten, die auf dem zweiten Datenträger ist, auf den geklont wird, also der Zieldatenträger, dass diese verloren gehen bei dem Klonprozess. Deshalb sollte man immer darauf achten, falls dort wichtige Daten oder Allgemeindaten darauf vorhanden sind, diese dann zuerst einmal zu sichern, zum Beispiel in eine Cloud. Nun zur zweiten wichtigen Frage: Wenn ihr einen Adapter tatsächlich benötigt, welchen genau benötigt ihr? In unserem Falle wäre hier ein M2-Adapter, in dem man unterschiedliche Größen einer M2-Festplatte einbauen kann. Das erkennt man hier vorne auch an dem Steckplatz. Und falls Sie eine 2,5 Zoll Festplatte haben oder zum Beispiel auch eine 3,5 Zoll Festplatte, benötigt man dann auch den entsprechenden Adapter, der dann auch in der Größe variiert, um die Festplatte dann zu klonen. Nun zeigen wir, wie man in diesen Adapter die SSD einbaut. In unserem Fall benutzen wir eine UGIG SSD, die wir auch in der Beschreibung verlinkt haben und im Shop bei uns anbieten. Die SSD einfach hier, kann man sehen, mit der Einkerbung in den richtigen Steckplatz stecken, etwas runterdrücken, darauf achten, dass hier das Loch mit übereinstimmt mit der passenden Schraube. Nicht mit zu viel Kraft, einfach nur handfest festschrauben. Danach mit dem mitgelieferten Adapterkabel verbinden. Und schon ist die SSD einsatzbereit. Nun zu dem eigentlichen Klonvorgang. Für den Klonvorgang benutzen wir die Software Macrium Reflect. Diese starten wir einmal. Direkt nach dem Starten zeigt es uns hier schon unseren eingebauten Datenträger an. Das erkennen wir in unserem Beispiel an dem Größenunterschied. Hier die 500 GB von der internen Festplatte und hier die ungefähr 1 TB von der externen durch Adapter verbundenen Festplatte. Dann klicken wir hier auf diesen Datenträger klonen. Danach öffnet sich ein Pop-up, wo wir dann den Zieldatenträger auswählen können. Da klicken wir dann noch auf den Datenträger und hier auf Kopieren. Dann auf exakter Partitionsoffset und Partitionslänge, damit man eben genau die Partitionen so kopiert, wie sie auf der alten Festplatte drauf sind, dass man einfach sicherstellen kann, dass es nicht zu Bootproblemen führt, da unterschiedliche Partitionsgrößen eventuell zu Bootproblemen führen könnten. Danach auf Weiter. Einen Zeitplan erstellen wir in diesem Fall nicht. Wieder auf Weiter und danach auf Fertigstellen. Nach dem erfolgreichen Klonvorgang musst du nur noch die alte SSD hier dann mit der neuen Festplatte tauschen. Zuerst dafür die neue Festplatte aus dem Adapter bei uns im Fall entfernen. Dann
die alte Festplatte ausbauen. Und dann die neue, erfolgreich geklonte Festplatte einstecken. Danach wieder festschrauben. Und wenn die Festplatte erfolgreich geklont worden ist, kann man jetzt ganz normal booten. Falls ihr bei dem neu eingebauten Datenträger zu Bootproblemen kommt, solltet ihr direkt erstmal im BIOS kontrollieren, dass auch die Bootreihenfolge richtig eingestellt ist, beziehungsweise die Festplatte überhaupt in der Bootreihenfolge vorhanden ist. Es kann zum Beispiel so aussehen, wenn das hier unten ist, dann solltet ihr einmal versuchen, die Festplatte eben in den Bootmanager reinzubekommen. Falls der in diesem Video gezeigte Klonvorgang für dich zu kompliziert war, bieten wir diesen ebenfalls als Dienstleistung an, eventuell direkt bei uns im Shop, wenn eine neue Festplatte gekauft wird, als Zusatzartikel oder direkt, wenn man bei uns in der Beschreibung auf das Reparaturformular klickt, kann man auch eine Reparatur anmelden, um diese Dienstleistung zu buchen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung jetzt erfolgreich eure SSD klonen und lasst gerne ein Like da und falls ihr Fragen habt, könnt ihr auch gerne einen Kommentar schreiben.